Hallo zusammen, heute wird bei mir nicht gemalt, sondern erzählt. Mein Shop ist endlich fertig und ich habe bereits viele Fragen von euch zu diesem Thema bekommen. Also erzähle ich mal kurz über die wichtigsten Schritte. Und falls ihr auch vorhabt, eigenen Shop zu eröffnen, könnt ihr diese Schritte als Anhaltspunkte nutzen und je nach der Situation anpassen. Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als die Idee kam, meine Werke direkt über meine eigene Webseite zu verkaufen. Es war eine klare Entscheidung. Vorher habe ich immer auf verschiedenen Plattformen verkauft und wollte endlich einen Ort schaffen, an dem meine Kunst sprechen darf, ohne Umwege, ohne Plattformen, ohne komische Werbung, einfach direkt von mir zu euch. Zwischen einer Idee und Wirklichkeit liegt in den meisten Fällen ein Weg, der voll gepflastert ist mit Formularen, Entscheidungen und sogar Frustration, weil das Ganze am Anfang wie ein Berg aussieht. Punkt 1 ist die Gewerbeanmeldung. Und das ist die Voraussetzung, wenn ihr einen eigenen Shop auf eigener Internetseite plant. Egal, ob ihr Stricksocken verkauft oder Gemälde, Zeichnungen oder. Ich verkaufe auch zum Beispiel auf 2 anderen Marktplätzen. Es sind dann aber in diesem Fall fremde Plattformen, die nicht von mir direkt gegründet wurden. Fürs Finanzamt gilt eigener Shop auf eigener Seite als Gewerbe. Und mit Künstlersozialkasse hat es nichts zu tun, weil freischaffender Künstler eine Sache ist und Internethandel eine andere. Bevor ich überhaupt an die Produktseiten oder Gestaltung denken konnte, musste ich mich also offiziell sichtbar machen. Ich meldete mein Gewerbe beim Gewerbeamt an, als Einzelunternehmerin mit dem Schwerpunkt Kunst und Onlinehandel. Sehr nüchtern, ohne zu viele Emotionen, Formular ausgefüllt und ich glaube 3 Tage später den Gewerbeschein bekommen. Gebühr 26 Euro. Die Umsatzsteuer-ID braucht ihr für den Internethandel. Die muss beim Bundeszentralamt online beantragt werden und es dauert ein paar Wochen, bis die Nummer da ist. Es ist was anderes als Steuernummer, die bekommt ihr vom Finanzamt. Hier sollte man vorher überlegen, ob die Produkte nur deutschlandweit oder auch in anderen Ländern verkauft werden. Ihr braucht nicht zwingend eine Steuerberatung bei der Shop-Eröffnung. Das kann aber in vielen entscheidenden Punkten helfen, gerade wenn ihr alles selbst macht und auf rechtliche und finanzielle Klarheit Wert legt. Und falls ihr ins Ausland verkauft oder auch digitale Produkte anbietet, wird es komplex und hier ist eine gute Steuerberaterin wirklich Gold wert. Die Verpackungslizenz. Meine Werke reisen, sie werden verpackt, verschickt und jede Verpackung ist auch ein Teil eines größeren ökologischen Systems. Deshalb wird eine Verpackungslizenz beantragt, laut Verpackungsgesetz. Ich registrierte mich dafür bei dem zentralen Verpackungsregister und schloss einen Vertrag mit einem dualen System ab. Die Frage, wie
der Shop aussehen soll, kommt bei der ganzen Sache meistens schon viel früher. Es wird aber auch in der Zwischenzeit viel angepasst. In meinem Fall ist es kein typischer Online-Laden, sondern eine digitale Galerie mit Persönlichkeit und eigener Handschrift. Ich entschied mich für ein Baukastensystem, wo zwar viele Grundfunktionen bereits zur Verfügung stehen, aber trotzdem noch sehr viel angepasst werden soll, falls man es anders als üblich haben möchte. Farbkontraste, Lesbarkeit, mobile Ansicht und. Ein sehr wichtiger Schritt war die Erstellung der Rechtstexte, Impressum, Datenschutzerklärung, allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung. Korrekt müssen sie sein, aber auch verständlich. Ich nutzte erstmal einen Generator, passte die Texte an die künstlerische Tätigkeit und ja, es hat sich komisch angefühlt. Am Ende habe ich doch einen Profi-Anbieter beauftragt, bei dem ich mich sicher fühle und schon seit einigen Jahren bin, da ich Rechtstexte für mehrere Plattformen brauche. Und das empfehle ich euch auch, dann ist alles klar geregelt und ihr seid auf der sicheren Seite und gegen mögliche Abmahnungen geschützt. Parallel zu diesen Schritten arbeitete ich auch an den Inhalten wie Produktbeschreibungen, Titel, Bildformate, suchmaschinenoptimierte Texte, Dateinamenoptimierung. Die Kunst soll ja nicht nur gesehen, sondern auch gefunden werden. Wenn ihr sicher seid, dass die Rechtstexte stimmen, die Zahlungssysteme angepasst und integriert, die Bestellung im Testmodus durchgeführt, vielleicht auch ein Bewertungssystem angeschlossen, ja, dann geht es zur Veröffentlichung weiter. Es wird sicher noch vieles mit der Zeit umgebaut auf meiner Seite. Ich versuche ständig was Neues einzubauen und es klappt nicht immer und nicht sofort, was mich ab und zu frustriert. Das alles gehört zum Prozess. Wir können ja nicht Profis in jedem Bereich sein. Ich habe großen Respekt vor allen, die diesen Weg ausgesucht haben und alles oder die meiste Arbeit selbstständig machen. Ihr habt nicht nur den Mut, den eigenen künstlerischen Weg zu gehen, sondern auch Disziplin, jedes Detail selbst zu meistern. Gebt nicht auf, lenkt eure Energie bewusst und vertraut euch selbst. Ich freue mich auch, wenn ihr meine Seite besucht. Der Link ist in der Beschreibung zu diesem Video. Und auch konstruktive Kritik ist willkommen. Kommentiert einfach oder schreibt mir eine Nachricht. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis bald.